Ich, Felix Krull, stamme aus feinbürgerlichem, wenn auch liederlichem Hause. Die Herrschaften im Hintergrund sind, oder waren doch, die meinen. Mein armer Vater trank am hellen Tag schon Champagner, sein eigenes Fabrikat und daher wohlweislich mit Sodawasser versetzt. Als äußeres Zeichen unseres damaligen Wohlstandes mochte eine französische Gouvernante gelten, die sich mit meinem Vater zu gut und daher mit meiner Mutter ganz und gar nicht vertrug. Engelbert, ich bitte dich. Warum denn, meine Liebe? Die Gouvernante, ich werde ihr kündigen müssen. Das bezweifle ich lebhaft. Olympia, viens donc. La leçon commence. Meine ältere Schwester Olympia war schon damals dem starken Geschlecht in Bausch und Bogen ganz ungewöhnlich geneigt. Obwohl nicht mit uns verwandt, gehörte mein Pate, Professor Schimmelpriester, doch ganz zur Familie. Das ist Genoveva, der ich für ihre Dienste als Amme, Kindermädchen und später auch anderweitig sehr zu Dank verpflichtet bin. Und das Bübchen schließlich bin ich. An einem Sonntag geboren war ich nicht nur ein äußerst freundliches, sondern auch ein höchst fantastisches Kind. So hatte ich an diesem Tage beschlossen, dass ich der alte Kaiser sei. Mein Pate säumte als Volk meinen Weg. Hoch! Vivat hoch! Man hob mich aus der Kalesche und half mir in den Sattel. Hoch zu Ross setzte ich nun meinen Triumphzug fort. Wobei auch meine Eltern es an den artigsten Ehrbezeigungen nicht fehlen ließen. Im Übrigen war der Kaiser zwar eine meiner ersten Rollen, doch keineswegs die letzte. Meine angeborene Menschenfreundlichkeit aber bewirkte, dass ich von jedermann verwöhnt wurde, woraus ich früh die Lehre zog: Liebe die Welt, und die Welt wird dich lieben. Nicht immer freilich vermochte dieser Zauberspruch, mich und die meinen vor schweren Schicksalsschlägen zu bewahren. Ich war noch nicht 19, als wir meines armen Vaters, wie all unserer Habe, plötzlich verlustig ging. Und wenig später stellte sich meinen persönlichen Plänen behördlicherseits ein kaum zu überwindendes Hindernis in den Weg. Bitte? Oh, Herr Felix. Ich dachte, Ihre Mutter... Ist meine Rechnung fertig? Ach, gewiss, Herr Roskodra. Wir sind immer sehr pünktlich hier in Pension Lorelei. Und nun gar mit den Rechnungen. Ach, Herr Roskodra, Ja, ja. Sie wollen Ihre Rechnung haben, natürlich, selbstverständlich. Es ist ja alles bereit. Nur eine Minute noch, ich bin gleich bei Ihnen. Vielen Dank. Sagen Sie, Herr Felix, sind Sie nicht heute dran? Ja. Na, dann machen Sie es gut und viel Glück. Danke, Herr Roskodra. Du musst jetzt gehen, es ist höchste Zeit. Unpünktlich darf man nicht sein bei den Behörden. Ich gehe soeben, liebe Mutter. Na also. Und eil dich und benimm dich richtig. Ich meine, nicht vorlaut. Ach, Ich wollte dir noch Glück wünschen. Olympia. Toi, 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 Felix. Also. Ach, keine Sorge. Guten Morgen. Moin, Felix. Also heute passiert es, was? Jawohl, lieber Pate. In wenigen Stunden fallen die Würfel. Ja, und wenn alles klappt, dann fährst du wirklich morgen schon nach Paris? Wenn? Was für ein kleingläubiges Wort, lieber Pate. Natürlich klappt das. Ich bin prächtig vorbereitet. Ja, ich darf sagen, ich habe große Teile der einschlägigen medizinischen Fachliteratur genauestens studiert. Medizinische Fachliteratur? Mein Billett nach Paris habe ich schon in der Tasche. Ach, ein schönes Bild. Ja. Ein echter Schimmelpriester. Wie wollen Sie es nennen? Sommermorgen in der freien Reichsstadt Frankfurt am Main um die Jahrhundertwende. Ach, ein guter Titel und keineswegs zu lang. Ja? Ja, aber jetzt muss ich gehen, lieber Pate. Das Vaterland hat Anspruch auf Pünktlichkeit. Was fassen Sie da von einer Lungenentzündung? Bin nun mal ein bisschen schwach auf der Brust, Herr Stabsarzt. Husten Sie mal. Bücken Sie sich.
Herr Stabsarzt. Schweigen Sie. Sie sind kerngesund. Krebs, Franz, Saurier. Absehen. Tauglich. Hier ist ja jeder tauglich. Ich mit meinem Husten und meiner ganzen grässlichen Schwächlichkeit. Und da, meine Haare. Ist doch kaum noch der Rede wert. Mondsüchtig bin ich auch. Was wollen Sie? Ich finde Ihre Haartracht sehr kleidsam. Ach, wirklich? Der Nächste. Hol, Felix. Treten Sie näher. Ich bin vollkommen diensttauglich, meine Herren, und fühle mich für alle Waffengattungen bestens geeignet. Das entzieht sich Ihrer Beurteilung. Antworten Sie auf das, was ich Sie frage, und enthalten Sie sich eigener Bemerkung. Gewiss, Herr Generalarzt. Ich bin nicht Generalarzt. Dann bitte ich um Verzeihung. Arme hoch. Ja. Einatmen. Was ist Ihr Zivilverhältnis? Ich bin noch sehr jung, Herr Militärarzt, und habe mich bisher von Verhältnissen jeder Art freigehalten. Ich frage nicht nach Ihren Liebschaften, sondern nach Ihrem Beruf. Ach so. Ich und die meinen sind dahin übereingekommen, dass ich die Hotelkarriere einschlagen werde, sobald ich meiner Pflicht für Kaiser und Vaterland genügt habe. Sie und die Ihren? Und wer sind die Ihren? Meine Mutter, Witwe eines Champagnerfabrikanten, meine Schwester Olympia und mein Pate, Professor Schimmelpriester, der bekannte Kunstmaler, der übrigens heute Morgen ein prächtiges Bild fertiggestellt hat. Schon gut, schon gut. Sind Sie eigentlich nervös? Warum zucken und drucken Sie denn so blödsinnig? Ich zucke doch nicht, Herr Kriegsarzt. Auch dass ich nervös sein könnte, ist mir nie in den Sinn gekommen. Oh, möglicherweise behindert mich meine Nacktheit. Wenn ich mir vielleicht mein Hemd holen dürfte. Es ist frisch gewaschen und gestärkt. Holen Sie schon, aber kommen Sie gleich wieder. Merkwürdiger Fall. Reichlich verdreht. Rede zu viel. Was war hier schon irgendwas erfahren früher? Ja, sagt mir nicht, was er verständlich. Na also, jetzt fühlen Sie sich sicher besser. Sagen wir, was treiben Sie eigentlich zurzeit? Ich unterstütze meine Mutter bei dem Betrieb eines größeren Fremdenheimes zu Frankfurt am Main. Einen Respekt. Und welche Schulen haben Sie besucht? Ich durchlief 6 Klassen der Oberrealschule. Warum nicht die 7.? Antworten Sie! Ich blieb in der Schule zurück. Ein wiederkehrendes Unwohlsein und außerdem zu viele Worte und Weisungen der von mir sehr verehrten Lehrer entgingen mir. Und zwar nicht, weil ich etwa unaufmerksam gewesen wäre. Nein, es war ganz, als wäre ich überhaupt nicht zugegen gewesen. Wieso? Sind Sie denn schwerhörig? Gehen Sie mal in die Ecke da hinten. Wiederholen Sie, was ich sage. 27. 27. 131. 131. 4112. 4112. Sie hören recht gut, kommen Sie zurück! Erstaunliche Überfeinerung des Gehörs. Ein sehr interessantes Symptom. Laien meistens unbekannt. Sie sprachen von einem wiederkehrenden Unwohlsein. Waren es Kopfschmerzen? Kopfschmerzen auch. Sowie Farbenspiele vor den Augen und Ohrensausen. Und eine große Not und Furcht. Und schließlich Würgekrämpfe so heftig, dass es mich fast aus dem Bett schleudert. Andere Krämpfe nicht. Andere gewiss nicht. Aber Ohrensausen. Gewiss, Herr Lazarettkommandant. Aber es hatte gar nichts auf sich mit diesen kleinen Migränen. Ich schwöre, dass sie meine militärische Tauglichkeit in keiner Weise beeinträchtigen. Verzeihen Sie meine begreifliche Aufregung. Ich wüsste nicht, wie ich meiner Mutter unter die Augen treten sollte. Falls ich etwa nur bedingt, nur probeweise zum Dienst herangezogen wurde. Wenn ich mich vielleicht setzen dürfte. Ihr Vater war also Schnapsbrenner? Ja, das heißt, er besaß eine Schaumweinfabrik am Rhein. Die zu Recht bekannte Sektsorte Lorelei Extra war sein Produkt. Da war wohl ein vorzüglicher Weinkenner, Ihr Vater. Das will ich meinen, Herr Stabsphysikus. Und Liebhaber eines guten Tropfens. Und trank auch wohl mal eins oder mehrere über den Durst. Mein Vater war die Lebenslust selbst.
So viel kann ich bejahen. So, die Lebenslust. Und woran starb er? Wenn ich höflichst bitten dürfte, Herr Bataillonsarzt, auf dieser Frage gütigst nicht bestehen zu wollen. Sie hatten ja keinerlei Aussagen zu verweigern. Nochmals, wie starb Ihr Vater? Er empfing ein kirchliches Begräbnis. Dafür kann ich Beweis und Papiere beibringen. Aber der Ruin hatte mit hartem Knöchel an unsere Tür geklopft. Böse Menschen, Blutsauger, Bankrott, ein entsetzliches Unglück. Das Schießzeug, es ist unversehens losgegangen. Mein armer Vater. Also Selbstmord? Nein! Nein! Ein entsetzlicher Unglücksfall. Und alles dahin. Die lustigen Zwerge und der prächtige Flügel. Kroll, hören Sie mich! Kroll, sind Sie bei Sinn? Zu Befehl, Herr Kriegsarzt. Erinnern Sie sich an das, was eben mit Ihnen passiert ist? Ich bitte Gehorsams um Vergebung. Aber ich muss für einen Augenblick etwas zerstreut gewesen sein. Ja. Sie schienen allerdings nicht ganz bei Besinnung gewesen zu sein. Hatten Sie sich hier in erregtem Zustand eingefunden? Ich kann nur wiederholen, dass mir meine Einstellung ins Heer ganz ungemein am Herzen liegt. Untauglich. Der gestellungspflichtige Kroll leidet an epileptoiden Anfällen, sogenannten Äquivalenten. Vermutlich erbliche Belastung seitens seines trunksüchtigen Vaters, der durch Selbstmord endete. Die Symptome sind ungewöhnlich deutlich. Würgeanfälle, Farbspiel von Augen, Schulterzucken, Gesichtsverzerrung und eine geradezu erstaunliche Überfeinerung des Gehörsinns. Alles in allem ein wahres Schulbeispiel von Epilepsie, wie man es in dieser Vollkommenheit nicht häufig findet. Suchen Sie sich möglichst schnell einen verständigen Arzt. Sie sind dienstuntauglich. Bitte, Herr Leibarzt, könne nicht vielleicht doch noch ein Versuch gemacht werden? Das Soldatenleben würde mich gewiss kräftigen. Kaserne ist kein Sanatorium. Ja, das finde ich auch. Wegtreten! Wegkriegen! Jemand! Auf! Schultwille! Sie, Idiot, Sie! Epilepsie, Symptome und Wesen. Der Epileptiker im Mittelalter. Was ist Epilepsie? Ach, weg mit dem Plunder. Ich brauche ihn nicht mehr. Und was du in den Büchern da gelernt hast, das hast du gestern denen alles vorgespielt, mein Kleiner? Ja, ich hatte mich sehr in die Rolle eingelebt. Ich habe immer noch Lust zu zucken. So. Da. Oh. Hoffentlich verliert sich das bald. Für Paris ist da nämlich nichts. Oh, seien Sie versichert, lieber Pater. Du komm, setz dich mal hierher, ja? Ich habe mich so im Herzen. Ich meine, eine Sache unter Männern, die ich mit dir besprechen möchte, bevor du reist. Schießen Sie los, lieber Pater. Sieh mal, mein lieber Junge, so ein Hotel, das ist eine Welt im Kleinen. Da regieren oft die Frauen. Übrigens genauso in der großen Welt. Ne? Was mich interessiert ist, sag mal, hast du überhaupt schon Erfahrungen mit Frauen? Das will ich meinen, lieber Pater. Ja? Oh, dabei rede ich erst gar nicht von meinem so ungewöhnlich geweckten Verhalten an der Ammenbrust. Ja, das haben Sie mir selbst oft freundlich gerühmt, nicht wahr? Nein, ich spreche zum Beispiel von Geno Pfeffer, unserem früheren Dienstmädchen. Ach, war das ein nette Mädchen mit den nussbraunen Löckchen? Ja, eben sie. Und sie hat mich, das darf ich sagen, ganz ungemein gelobt. So. Ja, Himmelskind hat sie mich genannt. Nein. Und Teufelsbub obendrein. Und du? Hat dir Spaß gemacht? Spaß? Es fehlte nicht viel und meine Liebesglut hätte mich verzehrt. Ich glaubte buchstäblich gen Himmel zu fahren. Ach, ja, was du nicht sagst. Aber das waren ja alles Kindereien. Ob du damit durchkommst in Paris? Ach, keine Sorge, lieber Pate. Ob zwar jung an Jahren, glaube ich, jeder amorösen Anforderung ohne weiteres gewachsen zu sein.
gut, mein Junge, du kannst so bleiben. Felix, in 40 Minuten geht ein Zug. Aber das... Hier hast du ein paar Bonbons. Was gibt's denn da zu heulen? Oh, dass er ausgerechnet nach Paris gehen muss. In dieses berühmte Sündenfabel. Vergiss nicht, liebe Mutter, dass ich mich zwecks Erlernung eines höchst achtbaren Berufes in die französische Hauptstadt... Und dass im Hotel St. James und Washington mein Patenkind bestens empfohlen ist. Der Direktor von dem Hotel, der Stürzli. Du hast doch meinen Brief an ihn bei dir, ja? Ja, lieber Pate. Der Stürzli und meine Wenigkeit, wir sind nicht umsonst Jugendfreunde. Und in der Hotelkarriere, da wird der Felix seinen Weg schon machen. Also, kommt Kinder, sonst kommen wir zu spät auf den Bahnhof. Gut. So nahm ich den Abschied von der grauen Gegenwart und fuhr erwartungsvoll einer bunten Zukunft entgegen. Was mochte in Paris meiner warten? Ich wusste es nicht. Wusste nur, dass ich hoch hinaus wollte und hoffte, dass die neugierige Liebe, die ich der Welt entgegenbrachte, von dieser erwidert werden würde. Unsere Ankunft an der französischen Grenze stand unmittelbar bevor. Eine Station meines Lebens, die, verschwindend kurz wie sie war, doch von entscheidender Bedeutung für mich sein sollte. Brüsseler Spitzen sind zollpflichtig, Madame. Das sind keine Spitzen. Das ist ein Bestandteil meiner intimsten Wäsche. Ein zollpflichtiger Bestandteil. Je regrette. Oh, bonjour, Monsieur le Commissaire. Hier ist mein Köfferchen, bereits geöffnet, damit Sie keinerlei Mühe haben. Und bitte erblicken Sie in mir einen gesetzestreuen jungen Mann, der absolut nichts zu verzollen hat. Man wird sehen. Man wird sehen, qu'il n'y avait jamais une pièce de bagage plus innocent. Oh, Sie sprechen gut Französisch für ein Deutscher. Oder sind Sie Franzose? Oh, zur Hälfte, Herr Zollinspektor. Admis, à moitié. Und nicht zufällig also bin ich ein passionierter Bewunderer Ihres Vaterlandes. Und ein entschiedener Gegner der Annexion Elsass-Lothringens. Vive la France! Monsieur, schließen Sie Ihren Koffer. À vous, Monsieur? Jawohl, Herr Oberzollinspektor. Ein Erbstück meiner französischen Großmutter. Monsieur? Und so, Koffer und Gewissen nur um ein weniges schwerer, verließ ich den Kontrollraum und erreichte in wenigen Stunden meine neue Heimat, Paris. Ihren Schlüssel, Monsieur? Ja, gern. Nur weiß ich noch gar nicht, wo man mich unterbringen wird. Ich bin der neue Angestellte Felix Krull. Und hier an höchster Stelle bestens empfohlen. Angestellter? Ja? Treten Sie zurück. Treten Sie ganz zurück. Krull, Felix. Der bin ich. Mein Zug hat sich ein wenig verspätet. Zweifellos erwarten der Generaldirektor mich bereits. Zweifellos. Er schaut sich ja schon seit Stunden aus dem Fenster und fragt sich, wo Sie nur bleiben. Oh, das täte mir leid. Ihre Anstellung ist vorgesehen. Bob, zeigen Sie diesem hier den Schlafsaal Nummer 5 im Oberstock. Nehmen Sie den Gepäcklift. Yes, Sir. Sie werden morgen früh von mir hören. Verbindlichsten Dank. Weg, 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 weg. Kröte. Dort, dieses Bett. Danke, Herr Bob.
Endlich war ich allein und konnte wagen, mich meinem Kästchen zu widmen, jenem französischen Erbstück, das ein freundlicher Zufall mir in die Hände gespielt hatte. Ich gedachte der Dame an der Zollstation und ihrer feinen, kostbaren Erscheinung. Würde meine kleine Beute mich entsprechend erfreuen? Du hast ein recht nettes Säckelchen. Was machen Sie denn da oben? Ich? Was ich mit meinem freien Tag anfange, ist ja wohl meine Sache. Aber was du da unten treibst, das wirst du mir schon erklären müssen. Bitte wollen Sie mich nicht duzen. Wir sind, soviel ich weiß, weder verwandt noch sonst irgendwie vertraut. Wer bist du übrigens? Ich bin Hilfskoch für kalte Platten in dieser Bruchbude und heiße Stanko. Mein Name ist Felix. Meine Stellung wird mir erst morgen zugewiesen. Du willst die Adresse? Welche? Die von dem Weihnachtsmann, der dir das heiße Zeug abnehmen wird. Und zu leidlichen Preisen, wenn es genehm ist. Heißes Zeug. Hör schon auf mit der Ziererei. Dein Mütterlein hatte den Kram nicht ins Köfferchen gepackt, oder? Wie viel, glauben Sie, bringen mir meine Andenken? Na, Andenken ist gut. Aber lass mal. Wert sind die Dinge 20.000 oder so. Na, kriegen tun wir das natürlich nicht, aber sagen wir 10? 5 für dich, 5 für mich. Sie verlangen die Hälfte, wofür? Für eine Adresse? Und fürs Dichthalten, du Anfänger. Also ein Viertel würde ich Ihnen vielleicht zugestehen. 40% ist das Mindeste. Ein Drittel. Und kein Centime mehr. Na schön, holder Knabe, weil du es bist. Also pass auf. Du gehst in die Rue de la Chalossière. Der Mann ist Uhrmacher. Und was mein Geld betrifft, so merkt ihr, dass ich dich jederzeit verpfeifen kann. Rue de la Chalossière. Pack das Zeug weg, schnell. Die anderen kommen. Pariser Lüftboy, wie er leibt und lebt. Passt tadellos, finden Sie nicht? Na, etwas weit hier hinten. Voilà, c'est mieux. Die hübschen Frauen besonders, die sehen das lieber so. Ganz wie Sie meinen, Herr Kostümvorsteher. Ihr Name ist wie? Felix? Getauft bin ich so. Nicht gut für Paris. Wie wäre Armand? Ich heiße Armand. Von diesem Augenblick an. Wann ist die Livree fertig? Mittags, bis dahin sind Sie frei. Armand. Guten Tag, Meister. Monsieur? Ich suche eine hübsche Taschenuhr. Gold? Ehrlich gesagt, ich lege weniger Wert auf Glanz und Flitter als auf Qualität und innere Präzision. Gesunde Grundsätze, Monsieur, also Silber. Diese. 25 Francs. Ein durchaus angemessener Preis. Nur, ich bin im Augenblick nicht sehr flüssig. Ziehen Sie doch die kleine Summe von den 2000 Francs ab, die Sie mir ohne Zweifel für diese Kleinigkeit bieten werden. Woher haben Sie den Schmuck? Gefunden. Deshalb ist er so billig. Für was halten Sie mich? Und was für Geschäfte schlagen Sie mir vor? Verlassen Sie den Laden eines Ehrenmannes. Sie sollten bedenken, lieber Meister, dass dieser Stein, kostbar wie er ist, vielleicht nur einen kleinen Teil der Waren darstellt, die ich Ihnen anbieten könnte. $600 Francs. Wofür, wenn ich fragen darf? Alles zusammen. Sie scherzen. Dummkopf. Bedenke doch, was das für eine Menge Geld ist. 600 oder 700 Francs.
Was kann man sich, sagen wir, für 850 Francs alles kaufen? Hübsche Frauen, Kleider, gute Diners. Weißt du überhaupt, ob nicht draußen die Polizei auf dich wartet? Und willst du das gefährliche Zeug nicht hier lassen? Und die baren 900 Francs nehmen, die ich dir biete? 9.000. Und kein Centime weniger. 3.000, 4.000. Ich hätte nicht so generös sein sollen. Aber du gefällst mir. Du hast so was Sonniges. 4.100, 4.200, 4.300. Und die Uhr schenke ich dir auch. Und komm wieder, wenn du was Leckeres hast. 4.300 Francs. Ich hatte kaum die Hälfte des Erhofften eingeheimst. Was würde Stanko sagen? Ein Drittel meiner Barschaft gehörte ihm. Sollte ich meine Blamage eingestehen? Und würde er mir überhaupt glauben? Vielleicht war es besser, ich log ein bisschen und nannte ihm einen höheren Betrag. Aber was blieb dann mir? Fast nichts, wenn ich es recht bedachte. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mich entscheiden würde. Mein Gott, haben Sie mich erschreckt. Na, alles erledigt? Aber ja, doch, natürlich. Und wie ging das Geschäft? Leidlich, Herr Stanko. 9.000 immerhin habe ich herausgeholt. Hier ist Ihr Drittel, wie vereinbart. Schwindler. Du hast bestimmt 12.000 gekriegt. Ich versichere es, Herr Stanko. Reg dich nicht auf, Schönheit. Der alte Fuchs hat höchstens 5.000 geblecht. Ich selbst hätte nicht einmal die abgeknöpft. Da hast du 1.000 wieder. Wir sind nämlich anständige Gauner, mein Alter. Bin entzückt von uns. Stanko dachte natürlich nicht daran, weiter im Hotel zu arbeiten. Er hatte verwegene Pläne und beschwor mich, mit ihm gemeinsame Sache zu machen. Trotz meiner Weigerung schieden wir als Freunde. Er ging nach oben, ich nach unten, auf der Treppe. Im Leben war es umgekehrt. Damals freilich ahnte ich nicht, unter welch veränderten Umständen wir uns ein Jahr später wiedersehen sollten. Bin ein bisschen zu rasch. Den verdammten Pack. Den Polizisten? Nee, Maikäfern. Was machst du denn für ein Gesicht, Kleiner? Freust du dich denn gar nicht, mich wiederzusehen? Oh, doch, Herr Stanko, natürlich. Ich fragte mich oft, wie es Ihnen in all den Monaten ergangen ist. Großartig, mein Spätzchen. Besser geht's überhaupt nicht. Deshalb muss ich auch jetzt verduften. Über die Grenze. Ja, frag mich nur nicht, warum. Du kannst mir glauben, es brennt. Hör mal, mein Alter. Oh. Sind 100 genug? Eigentlich wollte ich dich nur um die Hälfte erleichtern. Aber ich bin großzügig, ich nehme gerne. Wir sind eben anständige Gauner. Ach, ich bin noch immer entzückt von uns. Ja, und jetzt, da das Geschäftliche erledigt ist, lass dich mal ansehen, Schönheit. Ja. Gewachsen bist du und elegant. Arbeitest du noch im Hotel? Ja, in gehobener Stellung. Aber wohin tust du hier? So oft es geht. Nicht schlecht. Alles von den 3.000 Francs, die du damals bekommen hast? Ja und nein. Na, komm, erzähl doch. Ich kann sowieso was weg, wenn es dunkel ist. Also, was hast du angestellt? Damals wurdest du Liftboy, oder? Doch, zunächst. Ach, Drecksberuf, ich war auch mal eine. Ja, hoffnungslos. Nicht so ganz. Aber das ist wohl mehr eine Frage der Persönlichkeit. In aller Bescheidenheit. Ich war ein ausgezeichneter Liftboy. Die Arbeit ist kinderleicht und das engelhafte Auf- und Abschweben machte mir sogar Freude. Und außerdem, gleich am ersten Nachmittag erschien plötzlich und unversehens... En bas. Vite alors. Mein Herz stand still. Sie war es, die Herrin des Kästchens, meine Nachbarin von der Zollstation. Ich zitterte. Aber nicht vor Angst, vor Aufregung und Erwartung.
Attention, Madame. Merci. René. Wer ist diese Dame? Die wohnt oft hier. Ihr Mann hat die größte Gänseleberfabrik in Straßburg. Unverschämt reich. Sie heißt Hopflet. Gefällt die dir? Mir wäre sie zu alt. Madame. Monsieur. Zweite Etage, n'est-ce pas, Madame? Appartement 234. Sie sind neu hier, oder? Woher wissen Sie? Dergleichen hat man zu wissen. Ein ausgesprochener Fortschritt in der Zusammensetzung des Personals. Oh, trop aimable, Madame. Darf ich Ihnen die Pakete abnehmen? Haben Madame noch einen Wunsch? Schließen Sie die Tür. Meine Zofe hat Ausgang. Helfen Sie mir aus dieser Jacke. Du entkleidest mich? Kühner Knecht? Oh, wie gerne führe ich fort in dieser reizenden Beschäftigung. Nur habe ich keine Zeit, ich bin im Dienst. Aber du hättest Zeit für mich, wenn du Zeit für mich hättest. Unendlich viel. Wann? Um 11 Uhr bin ich dienstfrei. Ich erwarte dich. Sieben Uhr. Noch 4 Stunden. Je m'excuse, 1000 fois, Monsieur. Um 9 Uhr fuhr sie zum Diner. Attention, Madame. Lassen Sie das. Monsieur. Endlich war es soweit. Entrez. Komm näher. Noch näher. Wie, was ist das? Ein Domestik? Ein junger Mann vom Gesinde tritt bei mir ein zu dieser Stunde? Madame haben den Wunsch geäußert. Ein Wunsch? Von einem Liftjungen wünscht man nichts, man befiehlt. Komm noch näher. Und vergiss nicht, dass du eine Laune für mich bist, ein Studienobjekt. Ich schreibe Romane, leidenschaftliche. Auch Gedichte leidenschaftliche, natürlich nicht unter dem Namen Hupflet. So heißen die Gänseleberpasteten, die mein Mann verkauft. Ich führe meinen Mädchennamen. Hast du je etwas von Diane Philibert gehört? Natürlich. Selbstverständlich, Madame. Einer meiner Lieblingsschriftstellerinnen. Nicht ein Wort hast du je von mir gelesen. Ach, wie du lügst. Göttlich. Vielleicht sollte ich Madame jetzt besser der Ruhe überlassen. Aber nein doch, Liebster. Ach, wie du mich verwirrst und begeisterst. Oh, deine Jugend prangen.
berauscht mein alternd Herz. O seliges Verlangen, nie endigt dieser Rausch. Ich werde mit ihm sterben, doch immer wird mein Geist, ihr Knaben, euch umwerben. Wie sprechen Sie nur? Wie? Freut dich denn nicht das Lied, das man dem singt, der einen abwärts zieht, zur Gosse und noch tiefer? Erlauben Sie, Madame, ich ziehe niemanden in die Gosse, geschweige denn noch tiefer. Noch tiefer, Liftjunge, gemeiner. Ja. Ja, so ist schön. So. Den linken Arm etwas höher, den leichten Kopf geneigt. Ach ja, du bist es. Hermes. Wer bitte? Ach, du holder Dümmling. Du süßer Trunk. Weiß nicht einmal, wer Hermes ist da. Ich bin schließlich noch fremd hier. Ist er noch fremd hier? Hatte Monsieur Hermes noch nicht kennengelernt? Ich will dir sagen, Liebling, wer Hermes ist. Er ist der geschmeidige Gott der Diebe. Ach, der Gott der Diebe. Sag einmal, Diane, nach deiner Ankunft hier, hast du nicht etwas vermisst? Nein. Ein Kästchen zum Beispiel, mit Juwelen? Aber ja, wie weißt du? Ich hab's genommen. Genommen wann? An der Grenze. Wir standen nebeneinander. Ah, je comprends. Du hast es gestohlen. Du bist ein Dieb, Geliebter. Nicht nur ein gemeiner Lifttreiber, also auch noch ein Dieb. Oh, wie mich das köstlich erniedrigt. Ausdrücke hast du manchmal. Das verstehst du nicht, mein Kleiner. Hätte ich nur geahnt, dass wir uns lieben würden, ich hätte dir den Kummer und Schreck nicht angetan. Leider habe ich die Sachen nicht mehr. Närrchen, wie viel kostbarer ist mir der Dieb als das Gestohlene? Hermes, er weiß nicht, wer das ist und ist es selbst. Hermes, ja? Ich habe eine wundervolle Idee. Du sollst wieder stehlen, hier, unter meinen Augen. Aber Diane, Ach, Tölpel, du hast keinen Sinn für die Lieblichkeit meines Einfalls. Machen wir es also anders. Ich will dich nicht sehen dabei. Ich schließe die Augen und tue vor uns beiden, als ob ich schliefe. Auch das Licht lösche ich aus. Trotzdem, Diane. Schweig! Leise, leise schleichst du herum mit Katzentritten und stiehlst. Glaub mir, Diane, es wäre nicht schön. Mause, sag ich. Das ist ein Befehl. Und überdies ein Spiel, ein reizendes und wie erdacht für uns beide. Kommode. Was willst du? Du hast es gestohlen, so ist es dein. Stopf es in deine Kleider, zieh sie an und flieh. Danke. Leb wohl, Amor, ich reise morgen. Du aber vergiss nie deine Diane. Denn bedenke, in ihr dauerst du. Selbst wenn das Grab uns deckt, Verrat der Welt es nie. Lebst du in meinem Lied. Adieu. Adieu, Chérie. Und die Liebesgaben? Wo hast du die verscheppert? Alte Adresse? Ja. Aber diesmal zu anständigen Preisen. Sag mal, du Millionär, wo hebst du deinen Reichtum eigentlich auf? Hier? Oh, der Großteil meines Kapitals ist in guten Anlagewerten. Und für laufende Ausgaben habe ich ein Konto bei einer soliden Bank. Und was bist du jetzt? In der Bruchbude, meine ich. Oh, bin schon beinahe alles gewesen. Tellerwäscher, Kellnergehilfe, Kellner und schließlich Oberkellner. Monsieur Stanko, que désirez-vous? Kaviar,
Sol. Hummer, Thermidor, klare Schildkrötensuppe, Sol au vin blanc. Genug, genug. Das Wasser läuft mir im Munde zusammen. Nun, jedenfalls unterstehe ich jetzt ausschließlich dem Maître d'Hôtel, Monsieur Machacek. Donnerwetter, das ist aber schnell gegangen. Seine Eltern kommen, Cherie. Ich werde allein sein und erwarte dich nach der Vorstellung. A bientôt. Von der Dichterin? Nein, die ist längst weg. Das ist Sasa. Sasa? Was ist denn das schon wieder? Auch eine Bekanntschaft aus dem Hotel? Aus dem Folie Musical, eine kleine Tänzerin. Oh. Hat sie dich hier schon besucht? Ja, leider noch nicht. Sie ist nämlich gewissermaßen verlobt. Sie wird sehr bewacht. Heute wird's klappen, mein Prinz. Es sieht wirklich so aus. Aber leider muss ich jetzt zum Dienst. Ja, ja. Ich verschwinde schon. Versprich mir nur, dass du mir von Sasa erzählst, wenn wir uns wiedersehen. Leb wohl, mein Alter. Auf bald. Hoffentlich, lieber Stan. Hoffentlich. Oh, mon Dieu. Bonjour. Armand, gut, dass Sie endlich da sind. Ich habe mich doch nicht verspätet. Nein, nein, nein. Aber da hinten sitzt die kleine Twentyman. Hier um diese Zeit? Und seit einer vollen Stunde. Hat sich nicht abweisen lassen. Wollte durchaus hier sitzen und von Ihnen bedient sein. Wie finden Sie das? Hat ein bisschen zu viel Temperament für Ihr Alter. Aber ein Millionär zum Vater. Na, nun gehen Sie schon und trösten Sie mir das Kind. Ich dachte, Sie wollten heute Nachmittag in den Louvre, Miss Eleanor. Das habe ich nur meiner Gouvernante gesagt. Armand. Der Tee ist zu stark. Ein bisschen heißes Wasser, sonst werden Sie nachts nicht schlafen können. Ich schlafe schon seit Wochen nicht. Oh, das bedauere ich. Sie sehen wirklich leidend aus, Miss Eleanor. Ich will leiden. Ja, aber warum denn? Vielleicht etwas Marmelade? Ich will keine Marmelade, ich will Liebe. Aber Miss Eleanor, was soll denn das heißen? So etwas sagt man doch nicht. Oh, ich liebe Sie, Armand. Ich will Ihnen ein Kind schenken. Das darf ich nicht gehört haben, Miss Eleanor. Einem Kellner schenkt man kein Kind, sondern ein Trinkgeld. Und auch das nur, wenn man mit der Bedienung zufrieden ist. Oh, lass uns fliehen, nach Kanada. Papa hat eine Rennstadt, eine große Hühnerfarm. Und Kanada ist weit. Oh, nehmen Sie sich zusammen. Da kommt Ihre Gouvernante. Well, Ellen, come along now, dear. Oh, really? Halle Armand, Lord Kirner noch ein Mokka für ihn. Thank you. Ah, Sie sind es, Armand? Ich dachte, Sie hätten heute den Nachmittag frei. Aber nicht den Abend, Milord. Heavens, ist es so spät? Wie alt sind Sie, Armand? 20, Milord. 20. Und wo sind Sie zu Hause? Am Rhein, Milord. Aber der Name Armand? Den hat man mir hier verliehen. Eigentlich heiße ich Felix. Ah, hübsch. Und wenn es nach mir ginge, hätte man Ihnen den Namen belassen. Armand. Felix. Milord befehlen. Ich kenne und beobachte Sie jetzt seit 14 Tagen. Sie sind sehr begabt, sehr angenehm. Sie hätten nicht Lust, den Hoteldienst mit einer Stellung als Kammerdiener zu vertauschen? Wie das, Milord? Bei mir? Das ist sehr einfach. Sie kommen mit mir nach Schottland und Schloss Necton Hall. Ihre Pflichten würden sich auf die Betreuung meiner Person beschränken. Ihr Gehalt wird gewiss das Doppelte oder Dreifache des hier bezogenen betragen. Ihr Anerbieten ehrt mich, Milord, aber es ist so überraschend. Ich muss um Bedenkzeit bitten. Zum Bedenken ist wenig Zeit. Kommen Sie mit mir. Es ist der Wunsch eines einsamen Herzens.
Thank you. Sagen Sie doch bitte Monsieur Machatschek, ich möchte ihn sprechen. Monsieur Machatschek, sehr wohl, Milord. Armand? Sie scheinen verträumt. Ich glaube, ich muss etwas für Sie tun. Der arme Hector fühlt sich nicht wohl. Sie übernehmen seinen Nachtdienst. Oh, Cher Maître, wollen Sie nicht jemand anderen bestimmen? Ich habe eine Verabredung, bei der ich gern frisch sein möchte. Es ist nicht üblich, im Gespräch mit mir zu lächeln, solange ich selbst es nicht tue. Und ich lächle nicht. Nun seien Sie vernünftig und tun Sie Ihren Dienst. Und wenn ich Nein sagte, in aller Ergebenheit, versteht sich. So ein Fall ist mir in meiner ganzen Praxis noch nicht vorgekommen. Es tut mir leid, Cher Maître, mit der Tradition brechen zu müssen, aber ich sage Nein. Psst, Mama, a letter for you. It smells lovely. Thank you. Seine Eltern haben abgesagt. Er lässt mich nicht allein. Kannst du noch warten, Cherie? Je m'excuse, Cher Maître, aber im Kampf zwischen Liebe und Pflicht siegt der Nachtdienst. Sehen Sie, mon petit Amant, diesmal ist Ihr Lächeln zulässig, denn ich bin Ihnen darin vorangegangen. Sie übernehmen also die 3. und 4. Etage, und zwar sofort nach dem Diner. Good evening, Mrs. Twentyman. Good evening, Mr. Twentyman. Oh. Good evening, Mr. Twentyman. Sie essen schon wieder nicht, Milord. Kein Appetit, mein Herr. Haben Sie noch einen Tisch frei? Aber ja, Tisch 7. War der nicht reserviert? Noch nicht? Umso besser. Der Marquis de Venosta hat sich angesagt. Von der Stahlfamilie in Luxemburg. Sasa, du flirtest mit dem Geiger. Ich ertrage das nicht. Aber er spielt doch mal einen Walzer. Das ist noch lange kein Grund. Les hommes comme d'habitude. Mais oui. Na, wie geht's, lieber Machatschek? Danke, ich kann nicht klagen. Et vous, Monsieur le Marquis? Comme si, Kommissar. Und wie ist man heute bei Ihnen? Comme si, Kommissar. Das heißt, das Essen ist genauso ausgezeichnet wie Ihr Befinden. Ach, was wissen Sie davon, wie mir ums Herz ist. Aber lassen Sie nur anrollen, wir sind hungrig. Eilig übrigens auch. N'est-ce pas, mon chou? Ah oui, mon Loulou. Du weißt, ich muss Punkt 9:30 im Theater sein. Merci. Kerzen. Tausch den Platz mit mir, sofort. Mais pourquoi, mon Loulou? Wenn du weiter mit dem Kerl am Nebentisch kokettierst, fordere ich ihn. Er wäre nicht der Erste. Ah, was schwimmt denn da heran? Sieht ja recht freundlich aus. Ohne vorlaut zu sein, möchte ich bemerken, dass die Köstlichkeit dieses Tieres sein freundliches Aussehen bei weitem übertrifft. Bien, bien, bien. Hübsch gesagt, vraiment. Armand, eine andere Serviette. Was für ein Glück, Cherie. Seine Eltern kommen doch. Nach der Vorstellung erwarte ich dich in der Scheherazade. So fügte sich alles zum Besten. Sasa erwartete mich sehr spät erst, also nach dem Nachtdienst, einer meistens recht angenehmen Beschäftigung, die Gelegenheit zur Besinnung bietet.
An diesem Abend war mir träumerisch zumute. Denn ganz ohne mein Zutun schlugen in der großen, fremden Stadt Paris 3 Herzen mir entgegen. Wie würde ich mich entscheiden? Sollte ich dem Lord nach Schottland folgen? Oder mit Eleanor nach Kanada entweichen? Und Sasa? Bei ihr zumindest würde ich Freude finden, ohne deshalb gebunden zu sein. Und eben daran war mir gelegen. Frei wollte ich bleiben. Frei für die ganze weite Welt, die ich liebte und die mich wieder lieben würde. Milord haben geläutet. Yes, my dear. Come in. Es ist soweit. Eine Depesche. Ich reise. Werden Sie mich begleiten? Milord, ich bitte um Nachsicht. Aber ich fühle mich der mir gütigst angebotenen Stellung nicht gewachsen. Und möchte keinen von meinem Weg abweichenden Pfad einschlagen. Ich will nicht in Sie dringen. Aber ich bin kinderlos und Herr meiner Handlungen. Es gibt Fälle von Adoption. Sie könnten eines Tages als Lord Kilmarnock und Erbe meiner Besitzungen erwachen. Milord, gestatten Sie, dass ich meine Antwort auf die Übermittlung meiner besten Reisewünsche beschränke. Seien Sie sicher, Milord, dass ich der gewiss vorübergehenden Anteilnahme, die Sie mir zeigten, alle Zeit mit ernster Ehrerbietung gedenken werde. Good luck, Armand. Concierge. Allein, Armand. Ich bitte Sie, Miss Eleanor, lassen Sie mich doch los, wenn jemand käme. Ich liebe Sie, Armand. Zum Wahnsinn liebe ich Sie. Ich habe noch nie jemand so sehr geliebt. Ich bin im Dienst. Eleanor! Ich werde nie jemand so sehr lieben. Sei ein braves Kind. Schluss. Loslassen. Felix. Milord? Nehmen Sie das. Ich wünsche es. Ich danke Ihnen. Und leben Sie wohl, mein dear Felix. Was willst du hier? Du bist nicht mit... Veuve Clicquot, Du bist nicht mit deinen Eltern? Du hast mich angelogen. ich konnte nicht anders. Einmal musste ich wissen, was du treibst, wenn du allein bist. Allein? Dieser Mann, dieser Schwarzbart, ist ein Detektiv, oui ou non? Der Detektiv arbeitet seit ein paar Tagen erst für mich. Und seit Tagen zittere ich vor diesem Menschen.
Heute Nacht im Theater steht der Kerl wieder vor der Tür. Ich hatte Angst, ging davon, ihr mir nach. Ich flüchtete in dieses langweilige Lokal und hier sitze ich ganz einsam, verstört. Und alles nur wegen dir, du, wie ich dich hasse, du. Sasa, hör doch auf, Mon Chou. Ich sehe ja, du bist allein und unschuldig. Liebchen, kannst du mir verzeihen? Zum letzten Mal. Bitte. Ach, wenn ich dich nur nicht so lieben müsste, du eifersüchtiges Monster. Jetzt brauche ich wirklich ein Glas Champagner. Oh, Mann. Bonsoir, ma petite. Oh, bonsoir, Monsieur. Ça va, Minouche? Ein Tisch, Monsieur? Danke, ich werde erwartet. Als ich sagte, dass ich dich liebe, Mon Chou, da weinte Mama und Papa zwirbelte seinen Schnurrbart und nannte dich immer nur die Person. Und dann sprachen sie beide von Enterbung. Wenn ich bloß wüsste, was ich tun soll. Hörst du mir eigentlich zu? Aber natürlich höre ich zu. Enterbung. Und das lässt dich kalt? Vielleicht hast du schon einen anderen in Aussicht. Aber Cherie. Das ist doch Wer denn? der reizende Kellner aus dem St. James und Washington. Armand, der uns heute bedient hat. Was würdest du dazu sagen, wenn ich ihn an unseren Tisch bäte? Ein Kellner? Das wird ihm unangenehm sein. Vielleicht hat er ein Rendezvous hier. Siehst du, er kommt. Ein hübscher Mensch. Mon cher Armand. Leider weiß ich nur Ihren Vornamen. Krull, Monsieur le Marquis, Felix Krull. Armand ist sozusagen mein Künstlername. Wollen Sie nicht ein wenig bei uns Platz nehmen, Monsieur Krull? Oder haben Sie ein Rendezvous? Keineswegs, ich bin zufällig hier. Einfach, um auch einmal bedient zu werden. Sehr verständlich. Bei einem, der offenbar aus guter Familie ist. Sie beobachten scharf, Marquis. Nun jedenfalls, lieber Krull, lassen Sie mich dieses glückliche Zusammentreffen benutzen und Sie in einer vertraulichen Sache um Rat fragen. Darf ich? Geheimnisse jeder Art sind bei mir bestens aufgehoben. Madame sind anderer Ansicht? Ich glaube nicht, dass Monsieur Krull Geheimnisse hat. Er sieht sehr unschuldig aus. Trinken wir darauf, dass unsere Geheimnisse stets unsere Geheimnisse bleiben. Hören Sie also. Meine Eltern wollen mich von Madame loseisen. Mehr. Sie wünschen, dass ich Madame vergesse. Kurz, Ihre verehrten Eltern wünschen das Unmögliche. Sehr richtig. Sie schicken mich auf eine Weltreise. Portugal, Südamerika, was weiß ich. Heute haben Sie mir die Billets ausgehändigt, den Kreditbrief, Empfehlung schreiben und so weiter. Ein ganzes Jahr lang soll ich Madame allein lassen. Ein Gedanke, der mir unerträglich ist. Und wenn Sie sich weigern? Enterbung. Ich kann Ihre Lage so schlimm nicht finden, lieber Marquis. Eine Weltreise, das ist doch etwas sehr Schönes. Und ein Jahr geht schnell vorbei und Madame wird in Paris auf Sie warten. Aber wie wird sie warten? Paris ist voller Versuchungen. Sie sind Kellner, Krull. Ein Beruf, der angeblich die Menschenkenntnis fördert. Was glauben Sie? Wird Madame? Ich meine, wird Madame nicht... Genieren Sie sich nicht, Monsieur. Madame wird nicht. Madame ist die Treue selbst. So etwas fühlt man. Merci. Sie machen mir den Entschluss leicht. Sie müssen es ja wissen. Madame wird nicht. Mit Ihnen bestimmt nicht. Wenn Sie noch etwas zu sagen haben, tun Sie es jetzt. Reißen Sie sich doch zusammen. Ihr Verdacht ist ganz unbegründet. Und wie steht es um Gaston?
Werden Sie den auch umbringen? Gaston. Wer ist Gaston? Warum soll ich ihn umbringen? Hier, Gaston? Sie verreisen doch für ein Jahr. Kann es da ausbleiben, dass Madame einen anderen kennenlernt? Ein Gaston zum Beispiel. Oder wäre ein François Ihnen lieber? Oder auch ein Emile? Ja. Monsieur le Marquis, Armand und Felix werden tot sein. Aber Gaston lebt. Gaston. Sie sollten Madame mitnehmen. Niemals. Ich bleibe in Paris. Meine Eltern würden das nie zulassen. Dann gibt es nur eine Möglichkeit. Sie bleiben hier und ein anderer reist als Louis de Venosta. Das Ei des Kolumbus. Die Rettung. Das geht. Ja, aber wo findet sich jemand, der so etwas wagt? Nein, es wird doch nicht gehen. Er muss sich finden. Also bedenken Sie. Ihr Name müsste reisen, verbunden mit einer Person, die nicht Sie wäre. Das durfte nicht der Erstbeste sein. Müsste mein Alter haben. Ich meine, Ihr Alter. Sprachen sprechen, wie wir beide. Nein, Sie verlangen das Unmögliche, lieber Marquis. Man muss ihn suchen, keine Mühe sparen. Nehmen Sie doch Vernunft an. Es ist nicht so leicht, seine Person auszuleihen. Erwähnten Sie nicht vorhin einen Kreditbrief? Von der Banque de France auf 20.000 Francs. Ein nettes Sümmchen. Warten Sie mal. Es würde mich interessieren, Ihren Namenszug zu sehen. Die Schrift müsste nämlich der Ihren vollkommen gleichen. Nicht nur zur Benutzung des Kreditbriefes, auch für die Briefe an Ihre misstrauischen Eltern. Starten Sie. Kurz, die Schwierigkeiten scheinen mir unüberwindlich. Außerdem halte ich es für zweckmäßig, dass Sie zunächst einmal fliehen, nachdem Sie mich gemordet haben. Aber ich will Sie erleben lassen, Krull. Mein Entschluss ist gefasst. Sie reisen an meiner Stelle. Und töten werde ich Sie nur, wenn Sie sich weigern. Überlegen Sie nicht zu lange, ja oder nein. Ich gebe Ihnen Zeit bis zum Schluss der Musik. Sagen Sie ja. Einige Zeit später rollte ich der blauen Ferne entgegen. Wie doch das erfinderische Leben die Träume unserer Kindheit andeutungsweise wenigstens zu verwirklichen weiß. War ich nicht 3-jährig bereits der Kaiser gewesen? Und nun? Den Adelsbrief eines Markgrafen immerhin hatte ich sozusagen in der Tasche. Ich war sehr glücklich. Ich war mir kostbar und ich liebte mein verzaubertes Ich. Auch meiner adligen Eltern gedachte ich voll Freude und beschloss, ihnen sofort eine Nachricht zukommen zu lassen. Schloss Montrefuge, Luxemburg. Unter 1000 Grüßen melde wohlbehalten Abfahrt nach Lissabon. Feststelle bereits gewisse Ablenkung meiner Gedanken durch neue Eindrücke. Euer gehorsamer Sohn, Lulu. Wollen Sie die Güte haben und das auf der nächsten Station dem Draht übergeben? Certainement, Monsieur le Marquis. Es war das erste Mal, dass ich mit dem mir nun gebührenden Titel angeredet wurde. Und ich konnte nicht genug davon bekommen. Herr Schaffner. Monsieur le Marquis? Und bitte dringend. Die Depesche meine ich. Entendu, Monsieur le Marquis. Angenehm war das. Aber in meiner Vergangenheit wusste ich noch zu wenig Bescheid. Erziehung durch eine Unzahl von Hauslehrern auf dem Schloss. Papa heißt Theodor, Mama Katharina. Zum 14. Geburtstag schenkte Papa mir ein Reitpferd, Mama eine goldene Uhr. Mein Reitpferd heißt Minou und der Kammerdiener Radicule. Pour sert le dîner, Monsieur le Marquis? Bien, mon ami. Ich versuchte mir meinen Tischnachbarn vorzustellen und hoffte auf eine Dame, die mir helfen würde, Sasa zu vergessen. Das Schicksal dagegen bescherte mir einen freundlichen Herrn, der mit Sternenaugen zu mir aufblickte. Hors d'oeuvre varié, Monsieur? Bien. Und eine Flasche Ale, bitte. Oui, Monsieur. Merci. Sehr vernünftig, dass Sie sich ein kräftiges Bier zum Abendbrot bestellen. Das beruhigt und fördert den Schlaf. Sie fahren bis Lissabon? Ja. Das heißt, ich befinde mich am Anfang einer Weltreise und Lissabon ist sozusagen meine erste Station. Lissabon war einmal die reichste Stadt der Welt. Schade, dass Sie nicht 500 Jahre früher dort vorgesprochen haben. Sie hätten es eingehüllt gefunden in den Duft der Gewürzwaren überseeischer Reiche. Wie ungeheuer interessant. Merci. Monsieur?
Wissen Sie, woran Sie mich erinnern? Ich bitte es mir zu sagen. An eine Seelilie. Das klingt nicht wenig schmeichelhaft. Nur weil es Ihnen wie der Name einer Blume klingt. Die Seelilie ist aber keine Blume, sondern eine festsitzende Tierform der Tiefsee. Nach sesshaft verbrachter Jugend macht sie sich von ihrem Stiel los und abenteuert schwimmend und kletternd an den Küsten herum. Übrigens, Kuckuck. Wie bitte? Mein Name ist Kuckuck, Leiter des Naturhistorischen Museums in Lissabon. Professor Kuckuck. Seelilie. Pardon, Venosta. Marquis Venosta? Von der luxemburgischen Linie? Sie sagen es. Mein Papa heißt Theodor, Mama Katharina. Eine geborene Baroness Plettenberg aus dem Sächsischen, wenn ich nicht irre. Meine Beschlagenheit darf Sie nicht wundern. Geschichts- und Abstammungskunde sind mein Steckenpferd. Darf ich fragen, ob auch Sie in Paris zugestiegen sind? Ja, ich war dort im Auftrag meines Museums. Nach schwierigen Verhandlungen gelang es mir, ein Schulterblatt der Tapirart zu erwerben, von der unser Pferd abstammt. Das ist ja schier unglaublich, Herr Professor. Minou stammt vom Tapir. Mein Reitpferd heißt nämlich Minou. Jawohl, lieber Marquis. Minou ist ein Nachkomme der Tapire, die im Erdalter des Eozäns lebten. Im Eozän? Ich verspreche Ihnen, Herr Professor, mir das Wort zu merken. Wann schrieb man das Eozän? Kürzlich. Nur ein paar 100.000 Jahre zurück. Eine Flasche Wasser, bitte. Monsieur. Das Leben gab es damals schon lange. Dabei ist die Zeit der Bewohnbarkeit eines Sterns begrenzt. Es hat das Leben nicht immer gegeben und wird es nicht immer geben. Das Leben ist eine Episode. Und zwar im Maßstab der Äonen eine sehr flüchtige. Das nimmt mich ein für dasselbe. Es gibt da ein kleines Lied. Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht. Es glüht schon eine nette Weile. Schlecht gerechnet 550 Millionen Jahre. Wie alt sind Sie, Marquis? 22. So steht es im Gotha. Meine Tochter ist 18. Ein reizendes Kind. Wir nennen sie Susu. Nicht Sasa? Nein, Susu. Es kommt von Susanna. Meine Frau hingegen ist Maria Pia benannt. Auf Ihre Damen, Herr Professor. Was soll ich Ihnen noch von den Dinosauriern sagen? Vielleicht dies. Es waren Burschen von einer Raumbeanspruchung, wie sie in Ihnen nicht schicklich ist. So ein Unglücksvieh war hoch wie ein Saal und lang wie ein Eisenbahnzug. Dabei hat es eine Neigung zum Aufrechtgehen. Nun, dem Hermes werden diese Herrschaften wenig geglichen haben beim Aufrechtgehen. Wie kommen Sie auf Hermes? Oh, bei meiner Erziehung auf Schloss Montrefuge wurde aufs Mythologische immer viel Wert gelegt. Eine persönliche Liebhaberei meines Hauslehrers, eines gewissen Hupflet. Nun, dann wird er fürs Naturgeschichtliche weniger Sinn gehabt haben, Ihr Hauslehrer. Hat er Ihnen beispielshalber gesagt, dass im Gegensatz zum menschlichen Gehirn die Arme und Beine des Menschen erstaunlich urtümlich geblieben sind? Sie haben alle Knochen bewahrt, die man schon bei den primitivsten Landtieren findet. Das ist packend, Herr Professor. Es ist nicht die erste packende Mitteilung, die Sie mir machen, aber sie gehört zu den packendsten. Nehmen Sie einen reizenden, vollschlanken Frauenarm, wie er uns, wenn wir Glück haben, wohl umschließt. Zum Kuckuck! Pardon, Herr Professor, ich wollte wirklich keinen Missbrauch. Der vollschlanke Frauenarm, von dem Sie da träumen, ist nichts anderes als der Krallenflügel des Urvogels und die Brustflosse des Fisches. Ich werde bei passender Gelegenheit mit Erschütterung daran denken. Tun Sie das, lieber Marquis. Aber der Mensch, so hört man immer, stammt doch vom Affen ab. Auf unsere Ähnlichkeit mit den höheren Affen sollten wir uns nicht zu viel einbilden. Die bewimperten Blauäuglein und die Haut des Schweins haben vom Menschlichen mehr als irgendein Schimpanse. Wie ja denn auch der nackte Körper des Menschen sehr oft an das Schwein erinnert. Messieurs, enferme. Wir sind, wie ich bemerke, die Letzten im Speisewagen. Ich hoffe, Sie in Lissabon zu sehen. Meine Frau und Tochter werden entzückt sein. Ich freue mich, Herr Professor, die reizenden Damen kennenzulernen. Träumen Sie schön, lieber Marquis, vom Eozän, den Urtieren und den vollschlanken Armen mit dem altertümlichen Knochengerüst. Ja. Recht gute Nacht. Gute Nacht, Herr Professor. Lissabon und das Hotel Savoy Palace, das mich fürstlich empfing.
Diesmal gab es kein "Treten Sie zurück". Treten Sie ganz zurück. Die große Welt. Nun war ich wirklich ein Teil von ihr. Lange hielt es mich nicht im Hotel. Ich ging aus. Ich spazierte. Am Parlament vorbei. Professor Kuckuck und seine Damen schon heute zu besuchen, schien mir nicht vornehm. Und überdies nahm eben jetzt die Kathedrale Santa Estrella meine staunende Aufmerksamkeit in Anspruch. Dann die Altstadt. Wie zauberhaft fremd mir das alles war. Schließlich schien es mir denn doch an der Zeit, eine kleine Erfrischung zu mir zu nehmen und außerdem einer dringenden Verpflichtung nachzukommen. Garçon, du Café. Geliebte Mama, verehrter und gleichfalls so lieber Papa. Lissabon ist äußerst reizvoll, wenn auch nicht mehr wie vor bloßen 500 Jahren, eingehüllt in den Duft des Gewürzhandels überseeischer Reiche. Ja, und was mich besonders interessiert, das große Ereignis. Merci. Erzählen Sie doch, lieber Geheimrat, wie war die Audienz beim König? Wie kamen Sie überhaupt zu der Einladung? Ganz einfach. Unser Gesandter Herr von Röll hat mir das arrangiert. Röll? Hätte ich dem nie zugetraut. Wieso? Gehört schließlich zu seinen Aufgaben. Na, dann werde ich wohl auch mal auf die Gesandtschaft. Sofort nach meiner Ankunft gab ich korrekterweise meine Karte bei unserem diplomatischen Vertreter ab. Er wird versuchen, mich seiner Majestät, dem König, vorzustellen. Inzwischen bin ich euer in Zärtlichkeit gehorsamer Sohn Lulu. Alors, ma chère, war meine Idee mit der Reise schlecht? Ein erfreulicher Brief. Lulu schlägt eben in meine Familie. Naja, die Plettenbergs waren immer hinter den Mädchen her. Aber am Ende gab's doch nur ein Motto. Adel verpflichtet. Schenken Sie schon ein Radikül? Wie gewählt der junge Herr sich ausdrückt. Wie der Pfarrer in der Kirche. Er muss sich sehr geändert haben. Wir Venostas hatten immer einen ausgezeichneten Stil. Früher oder später kommt so etwas zum Durchbruch. Übrigens, kein Wort über diese Person Sasa. Er hat sie schon vergessen. Louis, bist du verrückt? Man soll dich nicht sehen in Paris und du kommst hierher, wo dich jeder kennt? Ich musste kommen. Du warst so abscheulich zu mir heute Nachmittag. Und dann der Koffer. Er war weg. Natürlich war er weg, weil er hier ist. Und weil ich verreise zu meinen Verwandten nach Dijon. Du gehst? Du verlässt mich? Was habe ich denn getan? Getan. Fast kein Geld hast du mehr und verstecken musst du dich und ich soll immer um dich herumsitzen in diesem blödsinnigen kleinen Appartement in Neuilly und eifersüchtig bist und bleibst du. Ich hab dich satt, bis dahin satt. Und all die Opfer, die bring ich doch nur für dich, Geliebte. Und du? Du verlässt mich nicht, hörst du? Eher bring ich dich um, jawohl. Ich bring dich um, ich ermorde dich, Louis! Du! Jawohl! Sasa, bleib! Au! Aua! Sasa, warte! Au! Nicht doch! Lass mich! Lass mich! Ich bring sie um! Ich bring sie um! Wieder ein Brief von Monsieur Louis. Schon der dritte. Als ob ihm das Schreiben richtig Spaß macht. Wer hätte das von unserem Lulu gedacht? Immer noch aus Lissabon. Er scheint seine Abreise verschoben zu haben. Teuerste Eltern, am Tage meiner geplanten Abreise kam die Einladung ins königliche Stadtschloss. Der Zeitung nach weilt der König in der Sommerresidenz.
Da sieht man's wieder, wie die Presse lügt. Wir, das heißt Herr von Lyon, unser Gesandter und ich, fuhren in seiner Kalesche zur festgesetzten Stunde vor. Selbstverständlich im Frack. Der diensthabende Hofmarschall, ein Herr von elegantestem Äußeren, nahm sich sogleich unser an. Wir durchschritten Dutzende von Vorzimmern, an jeder Tür ein Würdenträger in Uniform. Schließlich stand ich allein im prunkvollen Empfangssaal, staunend und freudig erregt. Vor mir breitete ein goldgefiederter Pfauenadler, vermutlich das Wappentier des königlichen Hauses, seine gewaltigen Schwingen, als unerwartet durch seidenbespannte Flügeltüren seine Majestät erschien, mich mit Sternenaugen fixierend. Ich scheine seiner Majestät nicht missfallen zu haben, denn sie stellte mich ihrer Familie vor. Zuerst allerdings lernte ich den Adjutanten kennen. Dann ihre Majestät, die Königin, ein ungemein zierliches Persönchen und zum Schluss Prinzessin Beatrix, deren Mangel an Jugendreiz durch eine geradezu erstaunliche Körperfülle noch augenfälliger wird. Alles in allem darf ich die Audienz als einen Erfolg buchen, den ich gewiss meiner Herkunft mehr als eigenen Vorzügen verdanke. Und somit verbleibe ich euer treuer und gehorsamer Lulu. Wirklich, meine Liebe, wir können stolz sein. Mama, Papa, helft mir! Die Polizei, ich bin unschuldig. Sasa ist fort verschwunden und ich habe ihr gedroht und man hat es gehört, aber umgebracht habe ich sie nicht. Ich schwöre es. Du bist nicht in Lissabon? Nie gewesen. Ein anderer ist dort unter meinem Namen. Mama! Monsieur le Marquis, der Polizeipräfekt ist am Telefon. Aber nichts von meiner Anwesenheit, ich flehe dich an. Wir müssen Zeit gewinnen. Mama, ich bin unschuldig. Ihr müsst mir glauben. Junge. Hallo? Benoster. Mein Sohn? Ja, warum denn? Aber das ist doch ganz ausgeschlossen. Na, weil er in Lissabon ist. Bestimmt. Wir haben ihm einen Brief bekommen. Seine Adresse. Hotel Savoy, Palace. Ihr Museum, Herr Professor, wird mir gar unvergesslich bleiben. Jetzt zeige ich Ihnen auch noch unseren Arbeitsraum. Der Neandertaler. Sein Kopf vorerst. Einer unserer ersten wirklichen Vorfahren. So also sah der aus. Nicht mehr Tier und doch auch noch kein rechter Mensch. Wie ungeheuer merkwürdig. Oh, was haben wir denn da für einen Grimm-Freund? Ja, das ist sehr interessant. Was für hübsche Zähne er hat. Susu, du bist unmöglich. Aber er zeigt sie ja immer, offenbar will er es hören. Ein indisches Panzernashorn. Äußerst selten und kostbar heutzutage. Lebendig wirkt der Bursche. Gar nicht wie ausgestopft. Der ist nicht ausgestopft. Das ist eine naturgetreue Nachbildung eines lebenden Modells. Aber so ein Nashorn hält doch keinen Augenblick still. Ja, da haben wir einen kleinen Trick, nicht wahr, Hurtado? Ja, in derlei Fällen verwenden wir ein Schlangengift, das einen todesähnlichen Schlaf hervorruft. Nach ein paar Tagen erwacht das Modell, doch das Abbild ist fertig. Aber jetzt gehen wir Tennis spielen, wie verabredet. Sie sind sicher glänzend, Marquis. Oh, danke, es geht. Würde es wirklich gehen? Ich hatte im Leben nicht Tennis gespielt und sah dem Match mit begreiflicher Sorge entgegen. Vielen Dank. Beim Tennis, Marquis, scheinen 3 Dinge Sie zu stören. Ja? Der Ball, das Racket und das Netz. Ich bin ganz aus der Übung. Nicht doch, Louis, Sie waren gewandt. Auf eine fantastische Art. Nämlich so, als hätten Sie Tennis nie gelernt. Sprechen wir doch von etwas Interessanterem. Zum Beispiel? Zum Beispiel von der Liebe. Pfui. Die Liebe ist unanständig. Aber Susu. Patati patata. Wie äußerst hübsch Sie sind, Susu.
Wie bezaubernd. Mit ihren unvergleichlichen Haarzipfeln vor den kleinen Ohren. Und Ihnen durfte ich nicht von der Liebe sprechen? Nein. Und sobald Sie das tun, weiß ich, worauf Sie es abgesehen haben. Oh, das wissen Sie gar nicht, reizende Susu. Sollten daher etwas vorsichtiger sein. Ich sollte schweigen, nicht wahr? Aber Schweigen ist nicht gesund. Sie machen mir den Hof. Und was wollen Sie am Ende? Etwas unsagbar Lächerliches. Ich sage unsagbar, aber es ist natürlich gar nicht unsagbar und ich sage es. Sie wollen, dass wir uns umschlingen, obwohl die Natur uns doch sorgsam voneinander getrennt hat. Und dann wollen Sie Ihren Mund auf meinen drücken, wobei unsere Nasenlöcher kreuzweise stehen und einer den Atem des anderen atmet, bis wir völlig von Sinnen kommen und uns aufführen wie Menschenfresser. Susu, Sie tun mir weh, weil Sie der Liebe Unrecht tun und dem Kuss, dem zartesten Austausch der Welt. Stumm und lieblich wie eine Blume. Der zarteste Austausch, der Blumenkuss. Patati patata. Susu, Ihre Mama hat Ihnen verboten, hässlich zu mir zu sein. Mama, ich habe schon wieder Patati patata zu dem Marquis gesagt. Susu, wenn du dich mit unserem jungen Gast zankst, dann ist es besser, du gehst. Ich war soeben im Begriff. Ja, ja, Marquis. Die Jugend ist der Jugend meistens zu jung. Meinen Sie nicht? Oh, Susu ist hübsch. Das weiß der Himmel. Aber Sie, Madame, sind eine Schönheit. Pure et simple. Ich sehe, Sie wissen zu unterscheiden. Ja, das heißt, ich will im Grunde gar nicht unterscheiden. Was mir vorschwebt, seit ich Ihrer beider Bekanntschaft gemacht, ist das bezaubernde Doppelbild. Mutter und Tochter. Wobei ich gewiss nicht zufällig die Mutter zuerst nenne. Sie schmeicheln, Marquis. Aber Sie tun es mit Anmut. Und so verbrachte ich glückliche Stunden und Tage im Schoße der Familie Kuckuck, bis ein unvorhergesehenes Ereignis unserer Idylle ein jähes Ende setzte. Marquis de Venosta? Ja, bitte? Folgen Sie uns, Sie sind verhaftet. Weshalb denn? Das werden Sie rechtzeitig erfahren. Vamos, Senor. Ach, Miss Hassan. Ich kann's nicht glauben. Jetzt jammern Sie schon eine Stunde, Senor Marchese. Das genügt. Gestehen Sie lieber und wir können alle essen gehen. Ich bin nicht hungrig. Sie nicht, aber wir. Also, Sie geben zu, die verschwundene Sassarigot sehr gut gekannt zu haben. Gut, Senor Kommissar, nicht sehr gut. Ich hoffte immer, Sie später einmal besser kennenzulernen. Wann später? Im Jenseits? Ich weiß nichts über Mademoiselle Sassas Verschwinden und ich bitte Sie höflichst, mir Glauben zu schenken. Also schön, wie Sie wollen, fangen wir wieder einmal von vorne an. Vielleicht können wir uns besser verstehen, Senor Marchese. Die Dame verschwand nach einem Streit mit Ihnen, den mehrere Damen des Theaters vor die Musical bezeugen. Ja, sogar eine klare Morddrohung Ihrerseits ging zu Protokoll. Was haben Sie dazu zu bemerken? Wann meinten Sie, dass ich diese Tat begangen hätte? In den frühen Morgenstunden des 21. April. Sehen Sie? Und am 21. war ich nachweislich hier in Lissabon. Darf ich mich jetzt zurückziehen? Ich bin zum Diner eingeladen und möchte wenigstens zum Dessert zurück. Bleiben Sie sitzen. Sie waren nach Aussage des Hotelpersonals vom 19. bis zum 23. nicht auf Ihrem Zimmer und sind auch sonst im Hotel nicht gesehen worden. Zeit genug für eine Reise nach Paris. Und sagen Sie nicht, dass Sie bei einer Geliebten waren, deren Namen Sie nicht nennen wollen. Das sagen nämlich alle. Wo waren Sie? Meine Herren, als Mann von Ehre stürbe ich lieber, als dass ich eine Indiskretion beginge. Wer sagt Ihnen im Übrigen, dass ich wirklich der Marquis de Venosta bin? Wer uns das sagt? Ihre Eltern zum Beispiel, Senor. Meine Eltern? Aber ja doch. Und Sie haben schon große Sehnsucht nach ihnen. Lulu, mein armer Sohn. Monsieur. Es hat keinen Zweck mehr zu leugnen. Gestehe wenigstens, dass du zur fraglichen Zeit in Paris warst. Alles andere wird sich finden. Mein Mutterherz verzeiht immer. Komm in meine Arme. Lulu. Trotz meiner Empörung über so viel Schurkerei
tat es mir wohl, von einer echten Marquise umarmt zu werden. Nach einigen Tagen in der Zitadelle des Schweigens, wie die Portugiesen ihr Gefängnis nennen, war ich freilich nahe daran, meinen wahren Namen zu Protokoll zu geben. Aber was hätte ein solches Geständnis mir eingebracht? 2 Jahre mindestens wegen Hochstapelei. Und ich, an Freiheit gewöhnt, begann zu verzagen. Doch plötzlich formte der rettende Gedanke sich hinter meiner Stirn. Ah! Hey! Ruhe! Hey! Und warum haben Sie mich rufen lassen? Nur Sie können mir helfen, Herr Professor. Sie überschätzen meine Macht, wenn auch gewiss nicht mein Mitgefühl. Wirklich, lieber Marquis, mich dauert Ihre Jugend und ein Leben, das die schönsten Aussichten eröffnete. Andererseits aber, selbst wenn wir das Schlimmste ins Auge fassen, Tod ist nichts als ein chemischer Vorgang. Und der Betroffene weiß davon so wenig wie von seiner Geburt. Außerdem wuchern die Zellen ja munter weiter. Die Ihren vielleicht sogar als Seelilie. Ja. Es ist nur, dass mir meine jetzige Form eigentlich sehr zusagt. Oh, ich bin gern bereit zu sterben, falls nämlich eine baldige Auferstehung mir sicher ist. Auferstehung. Einer der Punkte, wo Wissenschaft und Religion sich zärtlich berühren. Aber wie wollen Sie denn auferstehen? Ihr Assistent sprach von einem Mittel, das einen todesähnlichen Starrkrampf erzeugt und aus dem man erwacht wie aus einem tiefen Schlaf. Muss ich deutlicher werden, Herr Professor? Ein Museum ist ein staatlich subventioniertes Institut, so gut wie ein Gefängnis. Ich bin Beamter, mein lieber Marquis. Was Sie mir vorschlagen, ist ungesetzlich. Aber ich bin unschuldig. Ich war gar nicht in Paris. Ich könnte es auch beweisen. Wenn nicht die Ehre einer Dame, ja, einer ganzen Familie auf dem Spiel stünde. Ihre Ehrbegriffe in allen Ehren, aber Sie müssen der Polizei die Wahrheit sagen. Das kann ich nicht. Ich bitte Sie ernstlich, Marquis. Sie stehen unter Mordverdacht. Ihnen will ich mich anvertrauen, weil ich Ihrer besonderen Teilnahme sicher bin. Also, das mir zur Last gelegte Verbrechen wurde am 21. begangen, und zwar in Paris. Am 19. beachten Sie das Datum, Herr Professor, hatte ich die Ehre, Ihre Damen ins Theater zu begleiten. Anschließend verbrachte ich einige kurze Zeit im Garten Ihrer Villa. Au! Es kommt davon, wenn man sich aufführt wie ein Menschenfresser. Habe ich Sie gekratzt? Sehr. Zeigen Sie. Zeigen Sie. Ich habe spitze Nägel. Natürlich. Da doch der reizendste Frauenarm nichts anderes ist als der Krallenflügel des Urvogels. Immer plappern Sie nach, was Papa Ihnen gesagt hat. Wissen Sie selber denn gar nichts? Doch, sehr viel. Von der Liebe zum Beispiel. Patati patata. Muss ich Ihnen denn nochmals erklären, dass die Liebe ein widerwärtiges, unanständiges Thema ist? Also ich hätte nicht für möglich gehalten, dass man von der Liebe so lieblos sprechen kann. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Eben nicht. Durchaus nicht. Denn die Liebe, kleine Susu, ist nicht mehr und nicht weniger als ein Wunder. Alles Dasein ist doch ein Wunder. Aber die Liebe ist nach meinem Dafürhalten das Größte. Sie sagten neulich, die Natur habe den einen Menschen vom anderen sorgsam getrennt. Sehr richtig. Der Mensch will abgesondert, er will allein sein und vom anderen will er im Grunde nichts wissen. Nun aber gibt es etwas, was die Sonderung aufhebt zwischen einer Leiblichkeit und der anderen. Zwischen ich und du. Es ist die Liebe. Was geschieht? 2 Blicke treffen sich aus der Getrenntheit, wie sonst nie Blicke sich treffen. Und der Kuss, den sie lieblos abtun mit Patati Patata, er ist die Besiegelung der wunderbaren Aufhebung der Getrenntheit. Und das soll ich Ihnen glauben? Nur weil Sie so hübsch davon zu sprechen verstehen? Louis? Nein, nicht deshalb. Sondern deshalb. Genug, genug. Ich will nichts mehr hören. Nichts mehr. Ich musste diskret sein. Verstehen Sie das jetzt? Aber es ist doch wohl weiter nichts geschehen. Und sogar wenn, man wird Sie freilassen und Sie machen Susu zur Marquise. Herr Professor,
Das Seil, auf dem ich tanze, ist sehr dünn. Ich fürchte, es hätte keinen Platz für eine Frau. Ja, und außerdem, mein Geständnis wäre nutzlos. Wie meinen Sie das? In Ihrem eigenen Interesse. Helfen Sie mir. Und zwingen Sie mich nicht, noch mehr zu erzählen. Bitte reden Sie. Man verlangt doch Auskunft von mir und nicht über einen einzigen Abend. Nein, über 4 Nächte. Ich müsste noch jemanden nennen. Das wäre unendlich peinlich für uns alle. Mir ahnt fürchterliches, aber hören muss ich's. Wie Sie wollen. Susu und ich verharrten nichtsahnend in unserer Umarmung. Susu! Susu! Du gehst sofort auf dein Zimmer und verbleibst dort, bis man dich ruft. Marquis, ich habe mit Ihnen zu reden. Folgen Sie mir. Das also, Marquis, ist Ihre Art, portugiesische Gastfreundschaft zu lohnen? Madame, können Sie mir einen... Schweigen Sie! Überlassen Sie es reiferen Personen, Sie auf den rechten Weg zu führen. Susanna ist ein Kind und wird über kurz oder lang Signor Hurtado angetraut werden, dem verdienten Assistenten meines Gatten. Sie, Marquis, Sie begehen den schnöden Unfug, das Köpfchen des Kindes zu verwirren? Psst. Was dachten Sie sich dabei? Ich versichere Sie, Madame... Gleich viel, was Sie sich dachten. Sie sind auf derlei Kinderei nicht angewiesen. Louis, brauchen auch nicht wie ein begossener Pudel abzuziehen. Nicht ungetröstet das Weite zu suchen. Maria! Nein, nein, schweigen Sie. Ich bin gewiss nicht kleinlich, nicht engherzig. Aber es gibt Grenzen. 4 Nächte und Tage war ich der unfreiwillige Gast Ihres Hauses. Frau Professor hatte mich eingesperrt. Und ich, das reizende Doppelbild. Eingesperrt? Verstehen Sie jetzt die Peinlichkeit unserer Lage? Sie muss verheimlicht werden, um jeden Preis. Der Preis ist nicht hoch. Eine kleine Kapsel, gefüllt mit dem Mittel, das den todesähnlichen Starrkrampf erzeugt. Ein Toter wird nämlich nicht verhört. Aber Sie werden doch wieder aufwachen. In Freiheit, Herr Professor. Seien Sie unbesorgt. Und somit zeichne ich zum letzten Mal Louis de Venosta. Hochgeschätzte Behörden, liebe Zeitgenossen, schöne, herrliche Welt. In wenigen Minuten umfängt mich der Tod. Meine goldene Uhr vermache ich dem Tierausstopfer Hurtado, der mir so interessante Aufschlüsse über seinen Beruf gegeben hat. Professor Kuckuck aber, den ich besonders verehre, hinterlasse ich zu wissenschaftlichen Zwecken meinen Körper. Meine zwar leblose, doch wohlgeformte Hülle. Ein erstaunliches Dokument. Er hat an alles gedacht. Na, dann werden wir sie ja bald hier haben, die wohlgeformte Hülle. Mademoiselle Susu, meine reizende Tennispartnerin, bitte ich, meinen goldenen Schreibstift anzunehmen.
Die Platin-Tabatiere soll Frau Professor Kuckuck gehören. Das Wissen um ihre mütterliche Zuneigung hat meine letzten Stunden versüßt. Es ist zu rührend. Und so entsetzlich traurig. Du aber, mein respektvoll geliebter Papa, sobald du dies gelesen, geh bitte und statte Herrn Professor Kuckuck einen Besuch ab. Diesem berühmten Gelehrten bin ich zu tiefstem Dank verpflichtet, einem Dank, den ich persönlich nicht mehr abstatten kann. Tu du es bitte und tu es sogleich, und somit zeichne ich zum letzten Mal Louis de Venosta. Der arme Junge. Und wir, mon ami, wir allein sind schuld. Geht zum Kuckuck. Das wenigstens sollten wir noch für ihn tun. Hallo? Eine Dame? Für Marquis de Venosta? Jetzt nicht, wenn ich zurück bin. Die Dame möchte sich später wieder melden. Verzeihen Sie meine Verspätung, lieber Freund. Ich hatte unerwarteten Besuch. Der Marquis de Venosta war bei mir. Wer? Nicht der Vater. Eine ganz fantastische Geschichte. Liebe die Welt. Und die Welt wird die... Oh. Man sollte öfters sterben. Man fühlt sich danach wie neugeboren. Guten Morgen, meine Herren. Na, wie lange habe ich denn geschlafen? 61 Stunden und 42 Minuten. Das ist ja unglaublich. Wahrhaft unglaublich, Herr Felix von Krulosta. Sie wissen? Da Sie selbst die testamentarische Freundlichkeit hatten, mir den Marquis de Venosta ins Haus zu schicken. Ah, natürlich. Pardon, aber ich scheine doch noch ein wenig verschlafen zu sein. Darf ich mich übrigens jetzt entfernen? Ich bin nämlich ausnehmend hungrig. Oh. Sie dürfen sich nicht nur entfernen, Sie haben zu verschwinden, verstehen Sie? Und zwar auf lange. Und nicht nur aus Lissabon, auch aus Europa. Ja, mit Vergnügen. Aber ich bin völlig mittellos. Da, Sie Glückspilz. Von Vater Venosta. Und hier, das habe ich persönlich beigesteuert. Eine Weltreise. Genau wie geplant. Nur nicht so luxuriös, mein Lieber. Und nicht um Ihrer schönen Augen willen. Gewiss nicht. Sie müssen weg sein. Unauffindbar weg. Tot müssen Sie sein, damit wir hier unsere Angelegenheiten wieder in Ordnung bringen können. Darf ich auf Verzeihung hoffen? Die haben Sie schon. Unverdientermaßen. Unverdientermaßen. So könnte mein Leben überschrieben sein. Ja, meine Damen und Herren, jetzt bin ich es wieder, der simple bürgerliche Felix Krull, der zu Ihnen spricht. Obwohl ich gewiss nicht lange so heißen werde. Es gibt viele Namen unter der Sonne, die mir besser gefallen. Und ich passe zu jedem. Aber das ist doch... Aber ja, der alte Venosta mit einer zweifellos recht jungen Dame. Oh, der Arme. Wirklich, Alter schützt vor Torheit nicht, während andererseits selbst die Jugend zu einiger Weisheit gelangen kann. Ich jedenfalls habe eine entscheidend wichtige Lehre aus all meinen Abenteuern gezogen. Frauen sind lebensgefährlich und daher unbedingt zu meiden. Was? Was sagen Sie, das kann man nicht? Aber man braucht sich doch nur vor Augen zu halten, dass selbst der reizendste Frauenarm nichts anderes ist, als der verkümmerte Krallenflügel des Urvogels und die Brustflosse des Fisches. Ja. Merci. Kabine 7? Ach, Sie entschuldigen mich doch einen Augenblick, ja? Madame? Oh, Sasa, wo bist du nur gewesen? Ich bin durchgebrannt und bin dir nachgereist und dann habe ich dich nicht gefunden und jetzt... Liebst du mich noch? Nein.